Hallo, das ist Jason von Megaframe. Wenn Sie eine Stickmaschine Ricoma haben, oder wenn Sie so einen grauen röhrenförmigen Stickrahmen in Ihren Händen halten, vielleicht ist die Marke Ihrer Stickmaschine nicht Ricoma. Es ist eine lokale Marke in Ihrem Land. Oder ist eine Stickmaschine einer chinesischen Marke. Aber der Stickrahmen ist so. Der Stickrahmen ist genau so, wie ich ihn auf dem Foto in diesem Video zeige. Und Sie möchten unseren magnetischen Stickrahmen Megaframe kaufen. Heute werde ich Ihnen vorstellen, wie man wählt. Die richtige Größe des Megaframe im Vergleich zu Ihrem normalen Stickrahmen. Weil Sie diesen Stickrahmen bereits haben. Und Sie wissen, welche Größe dieses röhrenförmigen Stickrahmens Sie am häufigsten verwenden. Und heute werde ich den Vergleich machen zwischen dem röhrenförmigen Stickrahmen mit unserem Megaframe, etwa die Stickgröße. Dies hilft Ihnen bei der Wahl der richtigen Größe. Okay, jetzt fange ich an, den Vergleich anzustellen zwischen dem grauen Stickrahmen Ricoma mit dem Megaframe. Dies ist der normale 9 cm Stickrahmen. Dies ist der 10 cm x 10 cm große Megaframe. Das bedeutet 3,9 x 3,9 Zoll Megaframe. Machen wir den Vergleich. Denn die 10 x 10 cm sind der innere Nähbereich. Also der Megaframe 10 cm x 10 cm ist etwas größer als der normale 9 cm Stickrahmen. Dies ist ein normaler 12 cm Stickrahmen. Und das ist das 5,1 Zoll mal 5,1 Zoll. Das heißt 13 cm x 13 cm Megaframe. Machen wir den Vergleich. Sie sehen, es ist wahrscheinlich dasselbe, wenn Sie diese Größe sehr oft verwenden. Und Sie wählen den 5,1 x 5,1 Zoll großen Megaframe. Und wenn Sie die Halterung 39,5 cm wählen, erhalten Sie diese. Und das passt perfekt zu Ihrer Maschine. Dies ist der normale 15 cm Stickrahmen in Ihren Händen. Das sind 16,5 cm x 16,5 cm, also 6,5 Zoll x 6,5 Zoll. Innerer Stickbereich Megaframe. Machen wir den Vergleich. Normalerweise beträgt diese Größe 15 cm. Diese Größe wird sehr oft für die Logostickerei auf der Brust verwendet. Wenn Sie also den Stickrahmen kaufen möchten, die Größe 6,5 x 6,5 Zoll ist eine gute Wahl. Wenn Sie eine etwas kleinere Größe benötigen, ist auch die Größe 5,1 x 5,1 Zoll sehr beliebt. Dies ist ein normaler Stickrahmen mit 19 cm Innenmaß. Diese Größe beträgt 21,5 cm x 23 cm, also 8,5 Zoll x 9 Zoll. Im Vergleich sehen Sie den Megaframe. Die ähnliche Größe dieses Megaframe haben sogar eine größere Stickfläche als der normale runde Stickrahmen. So können Sie mehr Stickarbeiten erledigen. Oder Sie können eine große Auswahl an Stickarbeiten ausführen. Dies ist der 30 cm x 30 cm große normale Stickrahmen in Ihrer Hand. Und das ist der 24 x 24 cm große Megaframe, also 9,5 x 9,5 Zoll. Machen wir den Vergleich. Sie sehen, den 9,5 x 9,5 Zoll großen Megaframe ist etwas kleiner als der 30 x 30 cm große normale Stickrahmen. Diese Größe ist auch für Stickarbeiten sehr beliebt. Die 9,5 Zoll x 9,5 Zoll. Und in naher Zukunft im Jahr 2023
Wir werden eine neue Größe haben. Es ist 12x12 Zoll groß, was bedeutet, dass ein 30x30 cm großer Megaframe auf den Markt kommen wird. Das ist also genau die Größe eines normalen Stickrahmens. Daher funktioniert dies perfekt auf den Ricoma-Stickmaschinen. Oder die Maschinen haben solche Stickrahmen. Außer den 5 Größen von Megaframe. Wir machen den Vergleich mit dem Röhrenstick-Rahmen. Außerdem haben wir mehr als 10 Größen von Megaframe zur Auswahl. Weil irgendeine Stickwerkstatt oder Firma, Sie benötigen ein anderes Stickprojekt. Zum Beispiel dieses hier. Diese Größe beträgt 19,5 cm x 7 cm. Das bedeutet 7,6 x 2,7 Zoll. Das ist perfekt für den Ärmel. Wenn du Ärmel machst, dies ist die perfekte Magieframe-Größe für sie. Bei dieser Größe beträgt die Innenabmessung 32 cm x 10 cm Stickfläche. Das bedeutet 12,6 Zoll mal 3,9 Zoll. Und das ist eine perfekte Größe für die Hose. Wenn Sie die Hose sticken, bei dieser Größe beträgt das Innenmaß 17,5 cm x 17,5 cm. Das bedeutet 6,9 Zoll mal 6,9 Zoll. Es ist auch eine Art Vergleich mit dem 18 cm runden regulären Stickrahmen. Weil viele Stickmaschinen, sie haben auch diesen Standard-Stickrahmen für die meisten Stickarbeiten. Bei dieser Größe beträgt das Innenmaß 26,5 cm x 31,5 cm. Das bedeutet 10,5 x 12,4 Zoll Innenmaß. Und das ist eine gute Größe für die Stickerei auf der Jackenrückseite. Und wenn Sie diese Größe Megaframe wählen, die Stickrahmenlänge beträgt 44,5 cm. Und wir haben eine Länge von 44,5 cm zur Auswahl oder 49,5 cm zur Auswahl. Und wir haben auch eine 60 cm für Ihre Wahl. Es hängt davon ab, welche Maschine Sie verwenden. Und wie lang ist der Stickrahmen, den Ihre Maschine aufnehmen kann? Dies ist derzeit der zweitgrößte Stickrahmen in unserem Sortiment. Das Innenmaß beträgt 31,5 cm x 39,5 cm. Das bedeutet 12,4 x 15,6 Zoll Innenmaß. Und das ist gut für die Stickerei auf der Jackenunterseite. Wenn Sie diese Größe wählen, die Mindestlänge des Stickrahmens beträgt 49,5 cm. Wir haben also eine Größe von 49,5 cm und 60 cm für Sie zur Auswahl. Für die Stickmaschine der Marke Ricoma oder für die Stickmaschine einer anderen Marke, die über diese Art von normalem Stickrahmen verfügen. Dies ist derzeit die größte Größe in unserem Sortiment. Das Innenmaß beträgt 43 x 39 cm. Das bedeutet 17 x 15,5 Zoll Innenmaß. Und dies ist ein sehr gutes Werkzeug für die Stickerei auf der Jackenunterseite. Unser Unternehmen ist bereits seit mehr als 15 Jahren im Stickrahmen tätig. Und wir haben ein komplettes Sortiment an Megaframe in verschiedenen Größen für Ihr unterschiedliches Stickprojekt. Beim Kauf des Megaframe, Sie müssen nur die Innengröße überprüfen. Welches ist, was Sie wollen, und wählen Sie die richtigen Klammern aus. Hier werden die Halterungen montiert. Also bis zu welcher Länge Ihre Maschine akzeptiert. Wenn Sie den Megaframe erhalten, die perfekt zu Ihrer Maschine passt und wird Ihnen helfen, die Effizienz und Qualität Ihrer Stickarbeit zu verbessern.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Video anzuschauen. Ich hoffe, dieses Video kann Ihnen beim Kauf des Megaframe ein wenig helfen. Wenn Sie weitere Informationen zum Megaframe und zur Stickerei Hub Talent wünschen, bitte abonnieren Sie unseren Kanal und Sie erhalten immer mehr Informationen. Das wird Ihnen helfen, die nötigen Fähigkeiten zu sammeln. Informationen zur Verwendung dieses leistungsstarken und effizienten Tools. Vielen Dank für Ihre Zeit.